Was die Zahlen erzählen. Der Numerologie-Podcast mit Paramatma und Paramjit. Herzlich willkommen. Schön, dass du zuhörst. Ich bin Paramatma und zusammen mit Paramjit machen wir diesen Podcast. Und zum Auftakt, lass uns gleich eintauchen in die Frage, was sind Zahlen überhaupt? Was bedeuten Zahlen für uns und unser Leben? Ja, Zahlen sind ja etwas sehr, sehr Eindeutiges. Zahlen sind wie universelle Prinzipien, die uns ein ganz klares Verständnis geben können über das Leben, über dich selbst, über deine Mitmenschen. Also für mich ist es so, dass ich mit dem Wissen über die Zahlen sehr viel besser verstehen kann, wie die Zusammenhänge im Leben sind. Zahlen sind ja nichts Menschgemachtes, sondern die sind universell vorhanden. Als ich das kennengelernt habe, diese Lehre der Zahlen, hat mich das so angesprochen, weil es für mich so viel verdeutlicht und vereinfacht und mir einen ganz klaren Leitfaden geben kann. Und weil mir das so unendlich viel geholfen hat, auch in meinen persönlichen Prozessen und auch in meiner Arbeit mit Klienten und Patienten, weil ich auch als Heilpraktikerin und Coach arbeite, würde ich das eben so gerne auch teilen. Und das ist auch ein Anliegen, warum wir diesen Podcast zusammen machen. Ich erinnere mich noch, als ich mit unserem Lehrer, Shiv Charan Singh, zum ersten Mal zusammensaß. Das war damals noch in der Yoga-Lehrerausbildung. Da habe ich von Zahlen noch nichts gehört und nichts gewusst. Eine ungewisse Neugier hat mich dann fragen lassen, was ist das mit den Zahlen? Was mich überrascht hat, ist, dass seine Antwort war, es geht gar nicht so sehr um Zahlen, sondern es geht vielmehr um Sprache. Und in dem Moment habe ich die Ohren gespitzt. Ich habe auch Sprachwissenschaft studiert und letztlich geht es darum, die Sprache der Zahlen zu lernen. Ja, die grundlegende Sprache ist hinter all den Sprachen, die wir so verwenden auf dieser Welt. Ja, und wie du schon gesagt hast, die Sprachen sind mehrdeutig, Worte sind vieldeutig. Ja, ein Wort kann so viele verschiedene Sachen bedeuten, je nachdem, wie wir sprechen, zu wem wir es sagen, in welchem Moment und so weiter. Aber die Zahlen sprechen immer eine eindeutige Sprache. Und das ist letztlich das, was auch Numerologie meint. Ja, das besteht aus diesen beiden Worten. Numerus, was die Zahl ist, und Logos, was das Wort ist. Und wenn wir Menschen zuhören und Menschen beraten, wie können wir ihnen die in Anführungsstrichen richtigen Tipps geben und wie können wir sie auf den Weg ihrer eigenen Seele und ihrer eigenen Bestimmung bringen, von der wir ja selbst nichts wissen. Das können wir nur dadurch, dass wir die Zahlen als Leitsystem haben. Ja, wenn ich höre, dass mir jemand über ein bestimmtes Thema was erzählt und ich weiß, welche Zahlen mit diesem Thema verbunden sind, dann habe ich eine Chance, demjenigen das zu spiegeln und ihm zu helfen, den nächsten Schritt zu machen. Ja? Weil wenn jemand kommt und gecoacht werden will oder eine Beratung haben möchte, dann meistens, weil es irgendein Problem gibt, irgendeine Blockade, irgendwas, was nicht funktioniert, irgendwas, was nicht stimmt, irgendwas, was ich nicht verstehe. Und die Zahlen sind sowas wie eine Lupe mit Lichtfunktion. Das heißt, die Zahlen zeigen uns die Dinge größer und heller, als wir sie in unserem eigenen, hausgemachten Verstand verstehen. Und jede Zahl hat ja ihre eigenen Aspekte, ihre Eigenschaften, ihre Zustände, die sie mit sich bringt. Wie die 1, die am Anfang steht, auch einen Fokus mit sich bringt, eine Richtung mit sich bringt, aber noch in so einem Ruhezustand ist. Und eine 2, wo es 2 Pole gibt, wo schon eine Bewegung stattfindet, wo Energie fließen kann. Und dann die 3, die was mit der dreidimensionalen Welt zu tun hat, mit Manifestation, mit Form, mit Gestalt. Und die 4, da geht es dann ins luftige Element und mehr ins Herz, ins Fühlen, ins Wahrnehmen. Und so weiter hat jede Zahl, und wir betrachten die Zahlen 1 bis 12, hat jede Zahl ihre ganz inhärenten Eigenschaften. Und wenn wir uns fragen, was fangen wir damit an, was kann uns das dienen, das ist in ganz vielen Lebensbereichen können wir mit diesem Wissen und mit dieser Weisheit, mit dieser Intelligenz, die ja nicht menschgemacht ist, die einfach existiert, können wir was anfangen. Und das sind Bereiche wie unsere Beziehungen. Wir können unsere Beziehungen betrachten, besser verstehen. Wir können auch unsere Beziehungen mit diesem Wissen angehen und heilen. Wir können uns selber besser verstehen. Wir können Zusammenhänge im Leben besser verstehen. Wir können schauen, wie funktioniert mein eigener Verstand. Auch da können uns Zahlen helfen,
da sehr viel mehr Transparenz in das Funktionieren des eigenen Verstandes reinzubringen und auch in die Sprache. Ja, nicht umsonst haben wir auch diesen Titel gewählt für den Podcast, was die Zahlen erzählen. Allein das ist das gleiche Wort. Ja, also das geht auf die gleiche Wurzel zurück. Und tatsächlich machen die Zahlen nichts anderes. Sie erzählen die ganze Zeit. Sie erzählen die ganze Welt. Ja, überall, wo du hinschaust, wirst du Zahlen sehen und hören können, wenn du dich darauf einstimmst und wenn du das lernst, wie das funktioniert. Ja, wenn ich inzwischen ein Gespräch mit jemandem habe, habe ich die Möglichkeit, meine Zahlenohren anzustellen. Ja, die habe ich nicht immer an, weil das auch ein sehr intensiver Zustand ist, ja, jeweils so voll bewusst zu sein. Aber gerade wenn wir das machen in Ausbildungen oder in Beratungen, dann ist nichts anderes gefragt als das, dass du anfängst, die Zahlen zu hören. Wir sagen, es war einmal. Ja, was du gesagt hast, die Eins beginnt alles. Alles beginnt mit der Eins. Und allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, die Eins ist der Bereich der Magie zum Beispiel. Und die 2, wo es anfängt zu fließen im Wasserelement, da geht es um Themen wie Heilung und Fluss und Entgiftung. Ja, jede Zahl bringt nicht nur ihre spezifische Sprache, sondern auch ihre spezifischen Themen. Und das macht es zu so einem sehr zuverlässigen Wegweiser. Weil das wird morgen und übermorgen nicht anders sein. Ja, und das wesentliche Fenster, was wir nehmen als Individuen, ist unser eigenes Geburtsdatum. Ja, weil in unserem Geburtsdatum finden wir 5 verschiedene Zahlen, ja, die 5 verschiedene Bereiche des Lebens abbilden. Und du kannst mit diesem Geburtsdatum dein Leben lang arbeiten. Ja, weil diese Zahlen begleiten dich bis ans Ende deines Lebens. Du kannst zwar deinen Namen ändern, du kannst deinen Wohnort ändern, du kannst deinen Beruf ändern, alles ändert sich. Aber diese eine Sache ändert sich nicht. Ja? Und du hast eine Geburtsurkunde und du hast irgendwann einen Grabstein und da stehen Zahlen drauf. Wir können sagen, die Zahlen sind sowas wie das Skelett. Das ist das, was wir in allen Therapieformen, in allen Methoden, in allen spirituellen Wegen finden. Das sind Zahlen. Ja, das ist völlig losgelöst von Tradition oder Religion oder irgendeinem bestimmten Weg. Die Menschen auf der ganzen Welt operieren mit Zahlen, mit den Prinzipien von Zahlen. Ja, und vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen, dass wir nicht die Zahlen meinen, die wir auf ein Papier schreiben. Ja, also nicht die Zahlenzeichen. Auch die sind sehr vielfältig und sehr unterschiedlich, aber 1 ist 1 und 2 ist 2 und 3 ist 3. Und 3 wird immer tun, was 3 tut. Das war schon immer so und es wird immer so sein. Und das können wir nicht ändern. Und dadurch, dass es so unveränderbar ist, gibt es uns einen Anker und eine wirklich zuverlässige Referenz. Das hat mich wirklich tief, wie soll man sagen, beeindruckt und auch beeinflusst, als ich das einmal gesehen und gelernt habe. Da gibt es etwas, auf das ist Verlass. Es sind Prinzipien. Ja, und wenn wir die Demut haben, uns diesen Prinzipien anzuvertrauen und uns davon führen zu lassen, dann kann das wahre Wunder bewirken in unserem Leben. Und gerade die Suche nach dem Sinn im Leben wird nach meinem Empfinden auch immer stärker. Was ist es denn? Wohin führt uns hier die Reise? Wofür bin ich gekommen vielleicht? Wir haben ja so einen vielleicht unbestimmten Sinn oder eine vage Ahnung davon, dass wir nicht zufällig hier sind, dass wir nicht einfach so hierher gekommen sind, sondern dass es einen Sinn hat und auch selbst wenn wir den noch nicht gefunden haben, es gibt diese vage Ahnung. Und das lässt uns auch auf die Suche gehen und das lässt uns auch weiter forschen und tiefer in uns gehen und vielleicht auch sagen, hey, ich will mich weiterentwickeln oder ich will was in mir heilen oder ich will das, was ich in meiner Vergangenheit erfahren habe und was mir vielleicht immer wieder als Muster vor die Füße fällt, ich will das transformieren, das muss eine Bedeutung haben und ich will diese Bedeutung greifen und will das nicht nur für mich heilen, sondern auch irgendwie in die Welt bringen. Also was ist meine Bestimmung? Wofür bin ich hier? Und Zahlen sind eben eine Leitlinie, um uns da hinbewegen zu lassen. Allein schon über unser eigenes Geburtsdatum. Das Geburtsdatum gibt Auskunft darüber, mit welchem Geschenk du gekommen bist, welche Talente du mitbekommen hast, welche Fähigkeiten in dir wohnen und als Potenzial angelegt worden sind. Und ich finde, allein das ist schon so ein großes Geschenk, dass wir über unser Geburtsdatum erfahren können, hey, in welchem Bereich liegt denn mein Potenzial? Wofür bin ich denn gekommen? Und dann zu schauen, okay, was sind die Möglichkeiten? Wie kann ich da rankommen? Wie kann ich mich da wieder zurückverbinden und mein Potenzial heben, dieses Geschenk, das ich bekommen habe, auspacken und dann halt auch in einer Form
zum Ausdruck bringen, die mir entspricht. Wir arbeiten ja viele Machen und Tun, sind viel beschäftigt. Die Frage ist es ein Tun, in dem ich mit enthalten bin, in dem ich mich selber zum Ausdruck bringe? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann fehlt uns was. Dann ist es wie so eine Art leeres Tun oder wir sind im Funktionsmodus oder im Automatismus. Und ja, es geht darum, eben diesen Schatz zu heben, unser Potenzial zu heben und das zum Ausdruck zu bringen. Und dann ist das Tun wieder mit Freude erfüllt. Und dann haben wir ein Gefühl von, wir können unseren Beitrag leisten, unsere Bestimmung erfüllen. Das ist der Sinn des Lebens. Und auch das steht im Geburtsdatum. In welchem Bereich liegt meine Bestimmung? Wie kann ich Muster überwinden? Das alles können wir aus dem Geburtsdatum herauslesen. Und ja, das ist das, was die Zahlen uns enthüllen können und womit wir arbeiten können. Ja, wenn du in den Spiegel guckst, was siehst du? Du siehst Zahlen. Ja, du siehst 2 Augen, 2 Nasenlöcher, 2 Ohren, ein Mund. Ja, allein das sind 7 Körperöffnungen am Kopf. Und das ist kein Zufall. Ja, und das beeinflusst die Art und Weise, wie du die Welt wahrnimmst. Ja, die Hauptsinnesorgane befinden sich alle an diesem Kopf. Und das ist der Grund, warum viele Menschen irgendwann nur noch als Kopf durch die Welt gehen. Dass Numerologie, so wie wir es gelernt haben und auch so wie wir es praktizieren, nichts mit Wahrsagerei zu tun hat oder Orakel oder Prophezeiung. Das heißt, die Zahlen können deine Probleme nicht lösen. Wenn du dich nicht interaktiv damit beschäftigst, das heißt, die Verantwortung, wenn du diese Arbeit machst und wenn du diesen Podcast mit uns hören möchtest und die Reise mit uns gehst, die Verantwortung bleibt immer bei dir. Keine Zahl kommt daher und löst deine Probleme. Das passiert einfach nicht. Wir versuchen auch mit dieser Podcast-Serie so ein bisschen die Zahlen von ihrer menschengemachten Faszination zu befreien und zu entkleiden. Ja, wir beziehen uns vor allen Dingen auf die Qualitäten, die jede Zahl mit sich bringt. Ja, eine 1 macht was ganz anderes als eine 5 oder eine 7 zum Beispiel. Und das ist auch ein Anliegen für diesen Podcast, dass wir die Zahlen wie sozusagen runterholen auf die Erde und anwendbar machen. Zahlen sind erstmal sehr abstrakt, aber indem wir darüber sprechen, indem wir auch transparent machen, welche Zustände, Eigenschaften, Aspekte, Qualitäten jeder Zahl innewohnen, können wir das immer mehr greifen, immer mehr uns auch aneignen und in unser Leben wirklich einladen, sodass es anwendbar ist, sodass du wirklich auch einen Nutzen davon hast. Ja, wir wollen hier, wenn wir über die Zahlen sprechen, da sehr auch ins Persönliche gehen. Also es soll etwas sein, das du wirklich in dein Leben einladen kannst, wenn du das möchtest, ist eigentlich mehr als ein Tool. Es ist sehr viel mehr als ein Tool. Es beinhaltet einfach auch Tools, die dir ganz konkret und praktisch helfen für die Anwendung, um dein Leben bewusster zu leben, um authentischer zu werden, um dich selber mehr auf den Punkt zu bringen. Und mit den Zahlen beziehen wir uns auf Karam Kriya. Und Karam Kriya ist die Wissenschaft spiritueller Numerologie, die unser gemeinsamer Lehrer Shiv Charan Singh unterrichtet, weitergibt. Und ja, wir haben es uns jetzt hier zur Aufgabe gemacht, das zu teilen in einer Form, die anwendbar ist, praktisch ist und dir wirklich auch für dein Leben ganz dienlich sein kann. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es ist uns wirklich eine Freude, diesen Podcast zu machen und wir sind selber auch gespannt, wo die Reise hingeht. Wir haben kein in Stein gemeißeltes Konzept dafür. Das heißt, auch deine Fragen und Anregungen bereichern diesen Podcast. Es ist auch ein Work in Progress, was wir mit euch zusammen machen wollen. In der nächsten Folge wirst du auch wieder mehr darüber erfahren, wie du die Zahlen in deinem Leben praktisch anwenden kannst.